Wenn man als dunkelster Ort Deutschlands gilt, sollte einem eigentlich allerschnellstens ein Licht aufgehen. In diesem Fall war es die Erkenntnis, am besten so wenig Licht wie möglich zu machen. Dann ist es nämlich möglich, den faszinierenden Sternenhimmel so gestochen klar und deutlich zu betrachten. Ohnehin gibt es nur noch wenig Finsternis im Land. Laternen, Werbetafeln oder Scheinwerfer machen die Nacht zum Tag und stören nicht nur den Blick nach oben, sondern sind auch für die nächtliche Ruhe nicht gut. Gret von Petersdorf war mittendrin im brandenburgischen Gülpe, im Dunklen sowie im Hellen. Startklar fürs bevorstehende Astro-Treffen. Im westhaveländischen Gülpe begrüßt der ehrenamtliche Bürgermeister die Besucher. Guten Tag. Willkommen im schönen Gülpe. Guido Quadfassel, schön, dass Sie da sind. Ich bin der ehrenamtliche Bürgermeister hier mal Ende. Ich meine, wir hatten uns zuletzt oder vorletztes Jahr auch schon mal gesprochen. Mit wie viel Geräten werden Sie denn hier jetzt den Himmel beobachten wollen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, gut 10. 10, sehr schön. Und da hinten steht noch eins, also ja. über 10 Geräte. Der Bürgermeister kennt sich gut aus, aber dieses Riesenfernrohr hier beeindruckt ihn doch. Donnerwetter. Marke Eigenbau von einem Hobbyastronomen aus Wolfsburg. Fast nirgendwo soll man die Sterne so gut sehen können wie hier. Gülpe gehört zum Sternenpark Westhaveland, ein großes Gebiet. Und was entscheidend ist, es ist hier sehr, sehr dunkel nachts. Der Titel Sternenpark bedeutet auch Engagement gegen Lichtverschmutzung. Sobald es dunkel ist in Gülpe, befestigt Sophia Johannisson derzeit öfter Insektenfallen an Straßenlaternen. Die Frage, an welchen Modellen sterben wie viele Insekten, dieses schneidet nicht gut ab. Die Lichtquelle ist einfach zu exponiert. Man sieht einfach zu viel von der Lichtquelle. Es ist nicht gut abgeschirmt. Dieses Modell ist moderner. Schmaler Strahlkegel, gedämpftes Licht, also insektenfreundlicher. Ein Forschungsprojekt. Zudem wurden die Anwohner gebeten, sich mit Außenlicht zurückzuhalten. Sophia Johannisson liebt einfach alles, was fliegt. Oh, jetzt fliegt hier gerade. Ja, hier vor uns. Genau. Ja. Ach, hier fliegt's. Genau. Sieht aus wie so eine Schnake vielleicht, genau. Eigentlich war hier vor allem ja Landschaft. Schön, aber unspektakulär. Mit dem Titel Sternenpark hat sich viel geändert. Auch beim Ehepaar Zemlin in Lochow. Früher normale Ferienwohnungsvermieter. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Sie stellten sich um auf die neue Klientel der Sterneliebhaber. Hier kommt das neue Schlafzimmer hin. Wir stellen uns vor, hier ist ein großes Doppelbett. Und wenn man in dem Doppelbett liegt, kann man nach oben schauen und Sie sehen den Nachthimmel in seiner hellsten Pracht. Die Zemlins kauften weiteres Touristenzubehör. Ein Teleskop statt Fahrrad oder Ruderboot. Der Erfolg gibt ihnen recht, die Belegungszahlen schnellten in die Höhe. Wir haben schon ein paar Superlativen hier. Einmal sind wir der dunkelste Sternpark in Deutschland. Dann sind wir der größte Sternpark und der erste Sternpark. Wenn es dunkel wird, schlägt das Herz höher im Westhaveland. Die Zemlins haben Besucher aus Frankfurt am Main. Das Teleskop ist der Renner. Das ist der Alcor. Die beiden Sterne zusammen da oben, das ist der Mizar. Ein Laserstrahl hilft bei der Orientierung. Und die Gäste haben Glück. Eine Sternschnuppe. Im Westhaveland guckt gerade immer irgendwer irgendwo in den Himmel. Auch auf dem Sportplatz in Milo. Sie hoffen auf einen Sternschnuppenregen. Mitorganisator ist Hans-Joachim König. Auch für ihn begann mit dem Sternenpark eine neue Ära. Ich hatte bei Astro in der Schule meine Schwierigkeiten gehabt. Wir hatten einen Lehrer, der hat es nicht sehr gut rüberbringen können, sagen wir es mal so. Umso größer nun seine Sternsympathie. Sternschnuppen aber hielten sich am Abend in Milo zurück. Wieder in Gülpe. Manche sagen, hier sei es gar nicht so dunkel. Für mich als Bürgermeister ist es der dunkelste Ort Deutschlands. Und wer da was anderes behauptet, ja, dann muss ich damit leben. Aber für mich ist Gülpe der dunkelste Ort Deutschlands. Denn je dunkler es in Gülpe ist, desto heller scheint die Zukunft.